Ja, hallo zusammen. So, ich habe das Schiff verlassen, bin am Flughafen angekommen. In diesem Video erhaltet ihr ein kleines Feedback von meiner Reise und die Reise jetzt nach Orlando. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen. So, ich heiße euch nun ein weiteres Mal herzlich willkommen. Ich muss zugestehen, heute war wirklich ein sehr, sehr turbulenter Tag für mich. Ich bin mit dem Taxi zum Flughafen gefahren. Nein, nicht jetzt. Es war schon ein richtiges Durcheinander, muss ich echt zugestehen. Zuerst das Einchecken hat so halbwegs geklappt. Also man musste halt sich selber einchecken, das ging noch. Dann hat man ewig lange angestanden, nur um das Gepäck abzugeben. Das ging dann aber auch. Dann bin ich durch die Kontrolle gekommen. Das ging top, das war richtig cool. Dann stand auf meinem Zettel, ich muss ans Gate 39, da war ich dann auch. Habe noch einen Untertitel geschnitten vom letzten Video und habe dann irgendwann gedacht, jetzt muss ich kurz auf die Toilette und habe dann gesehen, es wurde umgeswitcht auf Gate 8. Ich muss zugestehen, das ist echt eine Strecke gewesen, also ich empfand das echt noch eine sehr große Strecke. Ich bin fast 15 Minuten, 20 Minuten schnell gegangen, also meine Uhr hat mich dazwischen dreimal gefragt, ob ich jetzt nicht am Trainieren bin. Aber ja, alles gut, ich bin dann angekommen. Ich hatte kurz eine Panik, weil ich die Zeit falsch gelesen hatte. Ich dachte, so jetzt sei 3:20 Uhr und dachte, aber seit 3:10 Uhr müsste ich einchecken oder an Bord gehen, aber es ist niemand da. Bis ich dann geschnallt habe, es ist nicht 3:20 Uhr, sondern 13:20 Uhr. Aber sonst alles gut. Und dann etwa 10 Minuten später kam ein Mensch vorbei von American Airlines, der Flug ist gecancelt. Und sonst keine Info. Also auch wenn man dann was gefragt hat, sorry, cancelled, gehen Sie zum Gate 14, den kann man umbuchen. Ich stand jetzt 2 Stunden und etwa 45 Minuten lang an. Und das Ergebnis, ich könnte Montagabends fliegen. Das ist in 2,5 Tagen. Mein Gepäck bekomme ich aber nicht zurück, weil das ist schon alles eingepackt. Der nächste Flieger, der fliegt, versucht man einfach so viel Gepäck wie möglich von allen stornierten Flügen reinzusetzen. Aber für Gäste ist es nicht früher möglich, weil halt schon alles ausgebucht ist. Also ich weiß jetzt von einer anderen Person, die auch angestanden ist, dass sie zum Beispiel schon heute Abend wieder fliegen kann. Das ist aber, weil in dem Augenblick, wo sie gecancelt wurden, sie halt schon bereits neu gebucht hat. Und das kannte ich halt nicht. Ich habe gewartet, bis ich jetzt da vorne am Schalter war. Und da ist halt jetzt alles ausgebucht bis Montagabend. Ja, ich habe natürlich dann gefragt, okay, wie bekomme ich mein Gepäck zurück? Weil ein anderer sagte schon, das geht nicht bei normalen Flügen, nur bei internationalen Flügen wäre das möglich. Und die meinte dann aber, nee, das geht schon, ich muss nur ins Terminal 1 runter und dann wird man das machen. Dann bin ich ins Terminal 1 runter und siehe da, es ist nicht möglich. Das heißt, ich habe jetzt mein Gepäck nicht zurückgehalten und ich kann frühestens Montagabend fliegen. Das heißt, ich verliere 2 komplette Tage. Jetzt, was ich gemacht habe, das ist da, wo ich jetzt gerade seht, ich fahre jetzt mit Uber nach Orlando. Und zwar an den Flughafen zuerst, um dort anzugeben, dass ich mein Gepäck vermisse. Das heißt, die werden mich dann informieren, sobald mein Gepäck ankommt. Und dann fahre ich noch ins Hotel. Ich habe aber nichts bei mir. Ich gehe davon aus, es wird gut, wahrscheinlich 10 Uhr heute Abend, wenn nicht später, bis ich dann wirklich angekommen bin. Geplant war etwa 5 Uhr, halb 6 im Hotel. Ja, es ist also alles ein bisschen anders als geplant. Ich gehe auch davon aus, dass ich jetzt hier im Auto nicht das Feedback der Reise mache,
Von dem her werde ich diesen Film wahrscheinlich auch auf 2 Tage schneiden. Tut mir leid. Ich gehe wirklich davon aus, dass ich heute nicht mehr viel mache. Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich fängt so um 10 vielleicht, wie gesagt, an. Ich lasse mich überraschen. Ja, das ist kein Flug oder kein Tag, wie man sich wünscht, muss ich echt zugestehen. Das war so wirklich nicht geplant. Aber das Beste daraus machen. Ich gebe alles weiter meiner Versicherung. Mal schauen, ob sie irgendetwas davon übernehmen, ob sie den Flug übernehmen. Die Gepäcke, die ich bezahlen musste, jetzt vielleicht das Uber, irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen. Es kommt, wie es kommen muss. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich morgen eventuell schon einen Ausflug machen kann oder nicht. Da ich eigentlich ungern stinkig irgendwo hingehe, habe ich echt ein bisschen Probleme damit. Ich habe auch keine GoPro dabei, das heißt, das Einzige, was ich filmen könnte, wäre mit der Kamera, mit dem Handy. Ja, von dem her echt mal schauen, ich lasse mich überraschen. Also, ihr werdet es bald sehen, wie es weiterging. Für mich ist jetzt eine lange Zeit mal einfach still. Von dem her weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. So, in etwa die Hälfte der Strecke, aber nur ein Drittel der Zeit haben wir jetzt hinter uns. Das war halt so der schnelle Teil der Fahrt. So. Ihr habt vielleicht auch gesehen, wir kamen schon bereits durch die ersten Regenschauer recht hindurch. Dazwischen war es richtig grau, jetzt gerade ist es wieder heller geworden. Mal schauen, wie es weitergeht. Die Wetter-App sagt mir, jetzt aktuell blitzt es immer noch in Orlando. Also mal schauen, wie es aussieht, wenn wir ankommen. Ja, hallo. So, ich habe nun doch wieder einiges hinter mir. Wir sind jetzt nach 3,5 Stunden hier angekommen. Also in Orlando. Ich mache mir etwas Sorgen, wie der Mann zurückfährt, weil er gegen den Schluss schon echt recht müde wirkte. Ich weiß nicht, wie der jetzt nochmal 3 Stunden zurückfährt. Der tut mir ein bisschen leid. Ja, am Flughafen angekommen habe ich den Gepäckschalter gesucht von American Airlines, wie sie es mir erklärt haben in Miami. Habe ich auch gefunden, war nicht so gut angeschrieben, aber habe ich gefunden. Und auch dort natürlich wieder eine schöne Linie mit Personen, die anstehen. Ja, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Ich bin froh, dass ich einer der wenigen war, wie es so hörte, der einfach noch zu früh in Orlando ist und deshalb noch kein Gepäck hier ist. Viele haben wirklich sich dort angestellt, weil sie ihr Gepäck verloren haben oder nicht auffinden konnten. Von dem her ist natürlich noch viel schlimmer. Ich weiß ungefähr, wo mein Gepäck ist. In einem von den 2 Gepäckstücken ist ein Apple Tag drin, leider nicht für beide, weil ich nicht so viele habe aktuell. Das heißt, ich weiß, dass vor etwa einer Stunde der Koffer immer noch in Miami stand, am Airport. Von dem her, ich weiß ungefähr, wo er ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe oder nicht. Er meinte, das wird mir dann hier direkt ins Hotel geliefert. Ist mir eigentlich egal, er hat meine Telefonnummer, es reicht mir auch, wenn er mich anruft. Wobei die Uber-Preise hier in Orlando ja unglaublich sind. Also für die 15 Minuten Fahrt, jetzt habe ich fast $66 bezahlt. Das ist krass. Das ist in Miami nicht so. In Miami sind die Hotelpreise unglaublich teuer, aber die Uber-Fahrten echt günstig. Ja, jetzt bin ich im Hotel angekommen. Ich habe eingecheckt. Das Zimmer ist okay. Das Zimmer ist absolut okay. Es riecht etwas nach Schweiß, aber vielleicht bin es einfach ich. Vielleicht, weil ich weiß, dass ich jetzt die nächsten 1-2 Tage nicht duschen. Also duschen kann ich, aber ich kann nichts Frisches anziehen. Ich habe keine Koffer aktuell. Die wollten sie mir in Miami nicht mehr rausgeben. Das ist zu viel Arbeit. Ja, ich weiß es nicht. Es ist leider echt richtig dumm. Es ist so etwa 5:10, als ich hier ankam. Der Stand über die Ausflüge ging direkt um 10 Uhr zu, also zu spät.
Das Restaurant im Haus ging gerade zu spät. Ich habe heute noch nichts gegessen. Das heißt, ich bestelle jetzt wieder mal bei Uber Eats. Freue mich noch auf was Kleines zu essen und dann heißt für mich echt einfach nur ins Bett. Raus aus den Kleidern, dass sie so wenig wie möglich weiter stinken. Ja, mal schauen. Ich habe halt echt nichts hier. Ich habe nichts dabei. Da ich für den Flug immer alle Akkus im Handgepäck haben muss, ist mein Handgepäck voll mit Akkus, mit Powerbanks, mit Laptops, mit GoPro-Sachen, aber nicht die GoPro, sondern nur die Akkus davon. So. Ja, ich weiß echt noch nicht, was ich jetzt mache. Ich schlafe jetzt eine Nacht darüber. Ich gehe davon aus, gleich im Anhang geht's für euch weiter. Also, bis gleich. Ja, hallo. So, für mich ist jetzt eine Nacht vorbei. Doch es gibt leider keine weiteren News. Ich sehe abhand meines Apple Tag, dass mein Gepäck immer noch in Miami ist. Also mindestens der eine Koffer, der den Apple Tag drin hat. Ich habe das Gefühl, heute war schon zweimal der Koffer in der Nähe eines Flugzeugs. Jedenfalls das, was ich gesehen habe. Und aktuell ist er aber wieder dort, wo alle die Gepäckstücke sonst immer stehen, so wie das jedenfalls auf der Map aussieht. Von dem her ist es noch nicht hierher unterwegs. Ich habe auch gesehen, es wurden heute Nacht nochmal ein Flug gecancelt und heute Morgen ist schon wieder ein Flug gecancelt worden. Es kann nicht das Wetter hier in Orlando sein. Es ist zwar regnerisch, sage ich jetzt mal, aktuell sehr betrübt. Heute Morgen hat es kurz geregnet. Die nächsten 4 Tage regnet es wieder, habe ich gesehen. Aber es ist definitiv kein Grund, nicht zu fliegen. Also jetzt aktuell regnet es gar nicht. Von dem her, ja. Keine Ahnung, wo genau das Problem liegt. Das Problem, was ich sehe, ist natürlich, jeder Flug, der gecancelt wird, heißt noch mehr Gepäckstücke, die sie hierher bringen müssen. Ich hatte echt die Hoffnung, heute Morgen kommt mein Gepäck an. Ich habe aktuell die Befürchtung, es kommt heute gar nicht mehr an. Aber naja, das Beste hoffen. So, sonst komme ich mal zu dem Teil, den ich eigentlich gestern am Flughafen machen wollte, und zwar zum Feedback der Reise. Wie gesagt, ich will noch ein Video machen, wo ich die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften ein bisschen vergleiche. Das hier geht wirklich nur um jetzt die Reise. Ich muss sagen, ich hatte 2 wunderschöne Reisen. Gerade die erste Reise, wo ich dann nachher runter musste, habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Das hat aber auch mit den 2 Familien zu tun, die ich an Bord kennenlernen durfte. Das war wirklich wunderschön. War halt für mich wirklich genial, weil ich so jeden Abend einen fixen Platz hatte und ich wusste, ich treffe dort wieder liebe Leute und ich kann mich halt ein bisschen unterhalten und erzählen, was heute so war, und dasselbe aber auch mit ihnen, also halt zu hören, was sie heute so erlebt haben, ja, Neues zu erleben oder zu hören über ihre Familien und so. Das war wirklich ganz schön, das hat mir richtig gut gefallen. Das gab es jetzt halt in der zweiten Woche wirklich überhaupt nicht. Ja. Der Kontakt zur Crew fand ich richtig cool. Klar ist er eingeschränkter jetzt für mich als zum Beispiel bei AIDA oder Mein Schiff. Das hat aber damit zu tun, weil halt für mich immer noch eine Sprachbarriere da ist. Ich verstehe nicht so viel, wenn sie mit mir reden, einfach weil mein Englisch echt wirklich zu schlecht ist dafür. Aber ich habe doch ein paar ganz, ganz coole Leute kennengelernt. Die Person, die meinen Raum jeden Tag gereinigt hat, war richtig cool. Ich habe von den Activities Leute kennengelernt, Tanzlehrer, Zumba-Lehrerin und. Die waren richtig genial, die waren richtig cool. Die kommen alle aus Brasilien, das war richtig cool. Ja, ich hatte einen coolen Kellner. Also es war wirklich, ich hatte viele coole Leute an Bord kennengelernt, vor allem natürlich aus der Crew jetzt in der zweiten Woche. Und in der ersten Woche, wie gesagt, die 2 Familien. Die Ausflüge waren durchzogen gut. Ich hatte jetzt gefühlt in der zweiten Woche viel schönere Ausflüge von der Location her. Die Problematik mit den Westen habe ich da schon erklärt, oder habe ich dazu mal schon erklärt.
Ja, was kann ich sonst noch sagen? Die Shows an Bord sind genial. Ist ein anderes Kaliber, weil sie aber auch größer sind. Da kann man halt echt ein bisschen mehr machen. Und einfach vielleicht deshalb, weil es außergewöhnlich ist, empfindet man es einfach wieder was als ganz Cooles. Also es ist so halt eine Eisfläche zu haben und darauf 2 unterschiedliche Shows zu sehen, ist halt genial. Wäre das was Normales, würde man sagen, naja, die Show war nicht so gut vielleicht oder so. Aber dadurch, dass das halt was Einzigartiges ist, das ich so nicht kenne auf einem Schiff, waren es einfach 2 perfekte Shows, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kenne sowas von einem Europapark und das war's dann auch schon. Im Ganzen kann ich wirklich sagen, ich kann Royal Caribbean gewissen Leuten empfehlen. Und zwar Familien mit kleineren Kindern, weil es gibt nicht mit allen Kindern, es gibt so viele Plätze, die sind speziell gemacht für Kinder. Es gibt so viele Aktivitäten, die werden speziell für Kinder gemacht. Karaoke, nur für Kinder. Klettertouren, nur für Kinder. Wettbewerbe, nur für Kinder. Und. Es wird so viel gemacht und halt auch öffentlich angesagt. Also es kann sein, dass das alles auch gibt bei AIDA Mein Schiff. Sorry, jetzt fange ich schon wieder an zu vergleichen. Aber das bekomme ich halt nicht mit, weil das nirgendwo steht. Und darum muss ich echt sagen, jetzt für mich, der sich davor nie beschäftigt hat, muss sagen, würde ich ein solches Schiff definitiv Familien empfehlen. Richtig cool. Sportbegeisterte, die täglich mehrere Kurse machen wollen mit Bauchtraining, Po-Training, Stabilitätstraining, Hula-Hoop-Reifen und, die werden enttäuschend sein. Das gibt's nicht in diesem Ausmaß. Es gibt unglaublich vielfältige Restaurants. Das ist so für amerikanische Verhältnisse meiner Meinung nach auch gute Restaurants. Jedenfalls gefühlt alles besser als das, was ich dann halt an Land immer so bekomme, wenn ich irgendetwas bestelle in einem Restaurant oder in ein Restaurant gehe. Von dem her, ja, nee, das ist so. Wie gesagt, über die Unterschiede möchte ich eigentlich ein eigenes Video noch machen. Von dem her, ich fand's 2 wunderschöne Wochen. Ich bin extrem dankbar diesem einen Herrn vom Care-Team, der mir so weitergeholfen hat, der dafür sorgte, dass ich 14 Tage im Hotel sein darf. Von dem her, also es ist wirklich, es hat wunderschöne Seiten. Es gibt auch Schattenseiten, die werde ich noch berichten im Vergleichsvideo. Aber es gibt wirklich viele, viele schöne Sachen. Ich habe viele schöne Erinnerungen mitgenommen. Von dem her, ja, ich hoffe, euch hat jetzt diese 2 Wochen Reisen an sich auch etwas gefallen. Bei mir geht es ja jetzt noch in Orlando weiter und dann geht es weiter auf das nächste Cruise Ship, das für mich neu ist, und zwar von NCL, Norwegian Cruise Line. Auch das kenne ich noch gar nicht, diese Reederei, von dem her auch da lasse ich mich etwas überraschen, wie das noch wird. Ja, schauen wir mal weiter. Ich glaube, das war's. Ich werde euch natürlich jetzt gleich nach diesem Video weiter auf dem Laufenden halten, sobald es irgendwelche News gibt. Von dem her, man sieht sich gleich. Bye bye. Ja, hallo zusammen. So, es gibt eine kleine News. Mein Apple Tag, den ich im Gepäck habe, hat mir gerade gesagt, es ist in Orlando angekommen. Ich habe jetzt auf der Webseite gesehen, dass beide Gepäckstücke im gleichen Flugzeug waren. Das heißt, es sollten beide hier sein. Mich hat aber American Airlines nicht kontaktiert. Ich habe auch auf dem Platz, das ich hier habe von American Airlines, nichts gefunden, wo steht, dass sie das wirklich liefern. Ich habe das so in Erinnerung, aber jetzt nichts gefunden. Von dem her versuche ich es jetzt einfach. Ich fahre mal raus und hoffe, dass ich die 2 einfach entgegennehmen kann. Und dann hätte ich endlich meine Gepäckstücke. Yeah! Ich hab sie! Juhu!